Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Wenn sich der Winter langsam verabschiedet, wird es Zeit für Blumenmotive. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ich habe im Frühling immer richtig Lust, Blumen zu malen. Heute habe ich einen kleinen und schlichten Blumenstrauß mitgebracht, der durch seine kräftigen Aquarellfarben und durch seine klare Formensprache richtig gute Laune macht. Die Materialien für mein heutiges Motiv sind folgende Farben: Neutraltinte, Cobalt Türkis Light, Permanent Mauve, Permanent Alizarin Karmesin von Winsor Newton, Ultramarin Feinst, Quinacridon Rot von Schminke, Jaune Brillant von Schminke, Titanweiß von Winsor Newton und Green Appetite Genuine von Daniel Smith. Ich arbeite auf Büttenpapier der Firma Arches, 300 Gramm Graphin. Das Format ist ca. 25 x 25 cm groß. Die Pinsel sind aus meiner eigenen Pinselkollektion. Ihr seht links den Flachpinsel, ein synthetischer Pinsel zum Auswaschen der Farbe in der Größe 10, der Rotmarder Pinsel in der Größe 10, der Eichhörnchener Pinsel Größe 12, ein Linierer in Größe 4 und ein kleiner synthetischer Rundpinsel in der Größe 6. Hier seht ihr das Referenzfoto für meinen kleinen Frühlingsstrauß. Ich habe mir hier ein ganz schlichtes Sträußchen zusammengestellt in einem einfachen Marmeladenglas und das Ganze sind ein paar Stiefmütterchenblüten. Wir lassen jetzt die Skizze im Schnelldurchlauf einmal durchgehen. Ich beginne mit dem Glas. Meist baue ich so ein Objekt von der Mittelachse ausgehend auf und setze dann die elliptischen Rundungen für den Glasboden und die Wasserfläche ein. Die Blüten skizziere ich mit einigen wenigen lockeren Strichen und achte dabei auf die Außenkontur der Blütenblätter. Diese hat kleine Zacken und Ecken, die ich versuche ziemlich genau zu zeichnen. In meinem Blumensträußchen gibt es außer den massiven runden Blütenblättern der Stiefmütterchen kleinere grüne Formen. Ich habe mir ein paar Stängel Petersilie und ein paar Stängel Bohnenkraut in den Strauß hineingestellt und zeichne diese Blätter jetzt hier ein. Zum Schluss folgen noch die Stiele, die man im Wasserglas sehen kann. Meine Skizze und das Referenzfoto sind für die Unterstützer unseres Kanals auf unserer Steady-Seite gespeichert und jederzeit abrufbar. Wenn du dich für eine kleine monatliche Unterstützung unserer Arbeit hier auf YouTube interessierst und dann auch auf diese Referenzmaterialien zugreifen möchtest, schau gerne unter dem Video, dort findest du den Link zu Steady, deine Unterstützung heißt er. Ich beginne mit der Ausarbeitung der Blütenblätter. Hier verwende ich eine neue violette Farbe. Dies ist die Farbe Permanent Mauve von Winsor Newton. Ich arbeite mit einer satten Farbmischung, das heißt, es ist viel Pigment und auch viel Wasser im Pinsel. Ich variiere jetzt die Farbe mit den Rottönen Permanent Alizarin Karmesin und Quinacridon Hellrot von der Firma Schminke. Ab und an kommt auch etwas Ultramarin Feinst mit in die Mischung, so habe ich ganz verschiedene Rot- und Violetttöne, die ich ständig miteinander abwechseln kann. Die zweite Blüte male ich etwas bläulicher. Hier kommt mehr Ultramarinblau mit in die Mischung hinein. In die Mitte der Blüten setze ich nun in die feuchte Farbe einige dunkle Akzente, gemischt aus Neutraltinte, Permanent Alizarin Karmesin und etwas Ultramarinblau.
Mit Green Appetite Genuine von Daniel Smith und auch ein wenig roter, violetter Farbe male ich jetzt die grünen Blätter. Ich freue mich, wenn die noch nassen Blüten der Stiefmütterchen etwas in das Grün hineinlaufen. Ein leuchtendes Grün würde ich ohnehin hier in jedem Fall vermeiden. Die leichte Andeutung des Farbtons Grün reicht mir für diese zarten Blätter völlig aus. Auch die Stiele der Stiefmütterchenblüten ziehe ich nach unten hin aus. Nun feuchte ich das Blatt für den Hintergrund bis zur Tischkante an. Die grünen Blätter in meinem kleinen Blumenstrauß sind noch nicht ganz trocken und deshalb läuft ein wenig grüne Farbe mit in den Hintergrund hinein. Das finde ich eigentlich ganz schön. So wirkt der Blumenstrauß eingebettet und durch die weichen Kanten entsteht ein schöner malerischer Ausdruck. Mit etwas Ultramarinblau und auch ein wenig Violett gehe ich mit zarten, raschen Pinselstrichen über den Hintergrund. Hier möchte ich nur das Papier ein wenig abtönen, um Farbharmonie zu den violetten Blütenblättern zu erzeugen. Das gesamte Blatt ist jetzt noch nass und ich füge weich, nass in nass, die ersten Lasuren für das Wasserglas ein. Mit relativ trockenem Pinsel male ich mit wenigen Strichen violette und bräunliche Flächen, die im Tonwert etwas dunkler sind als der sehr helle Hintergrund. Eine weiße Kante für den Wasserspiegel im Glas lasse ich dabei frei. Der untere Rand des Wasserglases wird etwas dunkler gemalt. Mein Hintergrund ist noch nass und so spritze ich jetzt hier ein paar Spritzer in die Fläche hinein, um noch einmal ganz lockere, grüne, kleine Blätter anzudeuten. Den Vordergrund male ich mit einer wässrigen Lasur aus lichter Ocker, im vorderen Bereich etwas abgedunkelt mit Violett. In die nasse Fläche setze ich jetzt den Schatten hinein und hierfür verwende ich die Mischung Ultramarinblau und Permanent Alizarin-Karmesin. Eine kleine Blüte, die hier unten auf dem Tisch liegt, möchte ich noch andeuten. Auch sie wird in die feuchte Fläche mit Alizarin-Karmesin und Permanent Mauve hineingegeben. Ein Schlagschatten kommt noch unter das Glas. Hier verwende ich Neutraltinte und Ultramarinblau. So, mein Bild trocknet jetzt. Und in der Zwischenzeit, bevor es dann gleich weitergeht mit dem zweiten Farbauftrag, möchte ich dich hinweisen auf die Auktion für dieses Originalaquarell. Wenn dir dieses Bild gefällt und du vielleicht das Original zu Hause bei dir hängen haben möchtest, hast du die Möglichkeit, es zu erwerben. Es gibt eine Auktion auf eBay. Sie beginnt am Samstag, den 8. März 2025 und du kannst 3 Tage lang auf dieses Bild mitbieten. Am Dienstag, den 11. März um 16 Uhr endet die Auktion und der Meistbietende bekommt dann das Bild per Post zugeschickt. Den Link zur Auktion auf eBay findest du unter dem Video in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Farbauftrag. Im zweiten Farbauftrag möchte ich nun einige Stellen in den Blüten noch einmal mit dunklerer Farbe bearbeiten, um die Blütenblätter noch plastischer zu machen. Ich mische mir Ultramarinblau, Permanent Alizarin-Karmesin und ein wenig Sienna gebrannt und male die dunklen Schatten unter den einzelnen Blütenblättern.
Mit Lasurorange und etwas Ocker wird das Innenleben der Stiefmütterchenblüten gemalt. Das Wasserglas möchte ich hier auf der linken Seite noch dunkler machen. Mit Ultramarinblau und Permanent Alizarin Karmesin setze ich direkt am linken Rand an und verblende nach rechts mit Wasser. Im unteren Bereich des Glases wird die Lasur ein wenig heller und den Wasserspiegel lasse ich wieder weiß stehen. Auch am Glasboden arbeite ich noch dunklere Formen ein. Ins Zentrum der Blüten setze ich einen schwarzen Akzent. Hier verwende ich Neutraltinte und Sienna gebrannt. Nun wasche ich mit meinem synthetischen Flachpinsel Bereiche, die im Licht stehen, aus meinen Blütenblättern wieder heraus. Das Abheben der Farbe, um mit Helligkeit im Motiv noch einmal zu zeichnen, ist für mich immer sehr wichtig. So erhöht sich die Plastizität und ich kann ganz subtil jetzt auch zeichnerische Elemente einfügen. Das Blütenblatt auf dem Tisch intensiviere ich im unteren Bereich und male auch hier eine Schattenform. Mit meinem dünnen Linierpinsel setze ich nicht zu dunkle, feine Striche in die Blütenblätter hinein und zeige so die feinen Blattadern in den Blättern. Hier lohnt sich noch einmal ein genauer Blick aufs Foto, um die Wölbung der einzelnen zarten Striche genau einzutragen. Mit etwas Jaune Brillant direkt aus der Tube erhöhe ich den Glanz im Zentrum der Blüten. Ein paar Highlights mit Titanweiß im Glas sind der letzte Arbeitsschritt für heute. Nachdem wir die Kamera schon ausgeschaltet hatten, ist mir noch aufgefallen, dass ich hier innerhalb des Glases die Stiele noch etwas heller arbeiten könnte. Ich hebe hier noch Farbe heraus mit meinem Flachpinsel und denke, dass es jetzt noch besser passt. So ganz zufrieden bin ich mit der rechten oberen Ecke des Straußes auch noch nicht. Hier füge ich noch ein wenig dunklere Farbe an. Diese dunkelgrünen Akzente wiederholen sich in den anderen Blättern und dann bin ich für heute endlich zufrieden. Das war's mit dem heutigen Frühlingsmotiv. Wenn dir dieser Film gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar unter dem Video. Vielleicht möchtest du mir auch schreiben, welche Blumen du hier in Zukunft noch gemalt haben möchtest. Du kannst meinen Kanal auch gerne abonnieren, das ist völlig kostenfrei. Wenn du unten auf die Glocke drückst, dann verpasst du kein Video mehr und wirst benachrichtigt, sobald ein neues hochgeladen wird. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, dann wieder mit einem schönen neuen Aquarellmotiv. Tschüss, bis dahin.